Eine Story, nicht aus dem Karosseriebau, über die der ganze Betrieb mal gelacht hat. Eine Familie hat nach 12 Jahren Wartezeit ihren Trabi bei uns auf dem Hof abgeholt, im Betrieb. Und wenn der auf dem Hof stand, dann war der immer bestäubig und so. Und das sind die heim, haben das vor der Garage gestellt, gewaschen und gemacht. Und da hat der Mann festgestellt, dass er hier nicht bloß ein Ventil hat, sondern hier noch eins. Und hat er sofort den Betrieb angerufen, was ist denn hier los? Ich habe heute mit 2 Ventiles, wollte gar keiner glauben. Da hat unser Kontrollchef sofort einen losgeschickt mit 2 Rädern, verschiedene Bereifungen, weil er nicht wusste, was er hat, und den Mangel abgestellt. Dann haben wir geforscht, wie das dazu kommen konnte. Die Felge wird in Ronneburg, wurde die hergestellt. Dort wurde versehentlich ein zweites Loch gebohrt, warum auch immer. Und beim Prüfen oder beim Beziehen von schlauchlosen Reifen wurde kontrolliert mit Pressluft, ob das dicht ist. Und da hat der Mann gemerkt, dass er Luft ins Gesicht kriegt. Geguckt und das zweite Loch entdeckt. Und in seiner Angst hat er noch ein Ventil eingetreten. Da hat er wieder geprüft, dann war das dicht. Aber sowas kann man ja nicht ausliefern, ne? Das müsste ja in den Schrott. Ja. Das war der große Lacher, sagst du mal. Okay. Also die Vorderwand für ein Kombi habe ich auch gebaut. Das war die gleiche, ne? Nichts anderes dran. Dann habe ich die nach Marane geschickt, musste täglich 150 Vorderwände nach Marane schicken. Und wenn mal Nacharbeit Probleme standen, dann bin ich immer selber dorthin gefahren, weil ich mich da einigermaßen ausgekannt habe. Und habe im Lager angefangen, die Teile anzugucken oder nachzuarbeiten. Und da ist mir aufgefallen, dass die Vorderwände immer in einer Art Pferdestall, also von der Feuchtigkeit her, gelagert wurden und Ziegelboden und so, und das war immer feucht. Und das sind die verrostet. Also nicht jetzt total verrostet, aber so Fluchrost, sowas. Und ich durfte aber solche Teile nicht schicken. Und die haben dann grundsätzlich die Teile geholt, in ein Beizbad geschüttet, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das so anfällig war hier, Oberfläche. Wir haben das also wie rohe Eier behandelt, die haben das von Multicar abgekippt in das Beizbad, ne? Alles die Blechteile. Und dann wurde das gebeizt und dann kommt ein Spülbad mit heißem Wasser und da kannst du aber spülen, wie du willst, in diesen Zwischenständen von geschweißtem Blech, punktgeschweißtem Blech entstehen immer leichte Zwischenstände und da läuft die Säure rein und die kriegst du nicht mehr raus. Und die ist dann von innen gerostet. Und das war ein großer Mangel am Kombi. Nicht, weil die Vorderwände nicht getaucht hat, sondern weil die dort einfach falsch behandelt haben. Bis zum Auslauf. Bis zum Auslauf, ja. Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Und von ab 601 an sozusagen? Und ich hatte immer ein Problem, irgendein Feiertag im Oktober, sind wir dann, das war ein großes Wochenende, ich glaube Freitag, Sonne am Sonntag, so 3 Tage also nichts gemacht. Und wir kommen am Montag und das Wetter war unscheinbar schwül und so. Und alle Teile verrostet, alle die in der Fertigung standen, die Autos auf dem Band und alles war angerostet, ne? Also mit Fluchrost. Die Autos, die Pferdchen, die haben ja auch getaucht. Und da ist das wieder abgegangen, also das war kein Problem. Ne? Bloß ich durfte meine Vorderwände für Marane, die natürlich vorbereitet standen, nicht schicken, weil die verrostet waren. Hat die Kontrolle gesperrt. Den großen Kontrollchef holen und wir haben uns da mal unterhalten. Der hat ja die Fertigung Marane auch gekannt und wusste, dass die gebeizt waren. Ich sagte, Klaus, die werden alle gebeizt in Marane, also kann ich es euch schicken. Da müssen wir mal eine Ausnahme. Sonst will ich keine Verrosten schicken, aber das ist jetzt mal eine Ausnahme, wir können ja nicht für die Witterung. Ne? Und, so. Und da hat er das genehmigt. Aber nach großem Kampf wird das dann gelungen. Also gab es Trabanten, bei denen der Fehler behoben wurde? Oder? Ich sage nicht. Nicht, nee. Also so lange wie ich in Marane war, waren die Teile in der Lager. Die hatten auch ein Störreservelager. Da hatten die mit Pappe ausgelegt, das ist jetzt der Kontrast zu diesem Lager. Alles mit Pappe ausgelegt und jedes Teil von mir, also auch Vorderwände,
dort stehen, da wurde beheizt, wenn dann mal Nacharbeit war, also hast geschwitzt wie verrückt. Und morgen von Bernsbach haben die ja Teile gekriegt für die Kombi-Tier und so, für den Abschluss hinten. Das war alles eingeladen, da ist nichts gekostet, nicht weil das so warm war und nicht jetzt schwül, aber warm und auf Pappe abgestellt und also auf der Gegenseite der Serie ist ein Ziegelboden hier, der immer feucht war und dann so behandelt wurde. Das habe ich mal nicht verstanden. Okay. Du wolltest noch was über die hintere, wie nennt man das eigentlich, Lufteinlass? Ja, warte mal, wie ist denn das gleich? Ja, kann man so sagen. Das ist eine Blende über die Belüftung. Hier drinnen ist ein Kasten, ungefähr so tief. Und der hat einen Rand, ca. 8 bis 10 mm. Da wurde mit Kleber eingeschmiert und dann hier rangeklebt. Und die Technologie hat wirklich vorgegeben, bei jedem Fahrzeug so einen Deckel in die Hand zu nehmen, so eine Düse, die man also nicht so steuern kann, mit Pressluft und einen Fußschalter, da hat er, dass er die Hände frei hat, und dann hat er den Deckel eingeschmiert. Und immer wenn er fertig war, hat er dann weitergebaut, also eingeklebt und runtergegangen mit seinen Ventilen. Da ist Kleber in der Menge von einem großen Level nachgelaufen. Immer. Und da haben wir uns überlegt, wir könnten einen Wagen bauen, wo der Mann, weil der Kleber ist nicht gehärtet, der ist erst gehärtet in Werk 3, wenn er getaucht wurde und lackiert wurde, wenn er in die Trockenkammer gefahren wurde, dann wurde auch dieser Kit erst hart. So, da haben wir gesagt, da kann der ja auch 275 Deckel links und rechts, haben wir 2 Wagen gebaut, einschmieren, ablegen und da hat er den Verlust nicht. Da hat er immer schon die nächste Platte in der Hand gehabt und verlustfrei gearbeitet. Und das wollten wir als neuer Vorschacht anerkannt kriegen und den Verlust, also ich habe 570 Autos am Tag gebaut, 570 Mal diesen großen Level voll, ne? Das war eine ganz schöne Menge. Und als neuer Vorschlag eingereicht, abgelehnt bekommen von Kontrollabteilungsleiter, der gesagt hat, es gibt so viele Undichtheiten am Trabi und da kann man nicht noch Kit einsparen. Und das habe ich so von großen Kontrollchef, vom Popdaus, also Direktor für Kontrolle, von der Kontrolle, wie denn jetzt gleich, Direktor für, da hieß anders, waren, ja ist ja egal. Also Direktor für Kontrolle, sage ich jetzt mal, Kontrollchef. Und der hat es unterschrieben und neuerweise hat er abgelehnt. Und ich habe keine Ruhe gelassen, weil die Antwort einfach absoluter Unsinn war, hatte mit der Dichtheit am Fahrzeug nichts zu tun. Und dieser große Kontrollchef, der hat mit mir Handball gespielt, kam, wenn er in unserer Abteilung war, auch immer bei mir mal vorbei. Und da habe ich ihn mal gefragt, liest du alles, was du unterschreibst? Und da hat er gesagt, ja, ich muss ehrlich zugestehen, manchmal habe ich so viel Stress, da muss ich mich auf meine Abteilungsleiter verlassen und da unterschreibe ich immer bloß. Dann habe ich gesagt, nee, komm mal mit, ich will dir mal was zeigen. Haben das erklärt vor Ort und da hat sofort einen 5-Zahler geschrieben und ich habe meinen neuen Vorschlag vergütet gekriegt. 500 D-Mark. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, sich einen Trabant zu kaufen, manchmal passiert das ja ganz spontan, ne? Man hat jetzt nicht die Möglichkeit, auf eine Hebebühne zu fahren, vielleicht weil es auch in Schnapperle ist oder wie auch immer, ne? Bei Kleinanzeigen und so, wir kennen das ja. Und kannst du uns im Bereich Karosserie erzählen, worauf man am meisten achten muss, was quasi auch bei der Reparatur dann teurer wird oder was besonders anfällig vielleicht ist? Das sind im Prinzip alle Hohlräume, die am Boden entstehen. Durch Träger, es gab ja eine Trägergruppe, Querträger, Längsträger, hier an der Seite die Träger, wo die Einsteigschiene drauf ist. Das sind auch selbst die Einsteigschiene, die war stark rostanfällig, wenn er nicht gut gepflegt war. Muss ich jetzt mal sagen, kommt auf die Pflege an. Und deshalb wurde ja zur DDR-Zeit Altöl
eingelassen. Also jeder, der keine Möglichkeit hatte, irgendwie an Übeldex, was wir unten rangeschmiert haben oder so, rankam, hat Altöl genommen, hat seine Trägergruppen überall, wo Löcher waren, voll Öl gepumpt. Mit dem Ergebnis, dort wo er gebeugt hat und weggefahren ist, war dann immer Öl. Die Leute haben sich manchmal gewundert, das wurde ja zur DDR-Zeit geduldet, sag ich mal, es war auch verboten, aber es haben eben welche, die verstanden haben, warum oder wo die Schwachstellen sind am Trabi, die haben sich so beholfen. Was natürlich nicht in Ordnung war, aber es gab keine anderen Möglichkeiten. So, wir im Betrieb, wir haben uns dann Ubodex, das ist ja so eine richtig schwarze, graue Masse, die du immer mit einem Pinsel streichen kannst, aber eben nur von außen. Da haben wir den Boden hochgestellt und haben nochmal richtig alles nachgestrichen, jede Ecke und jede Schweißnaht und wo Löcher entstehen könnten. Ne? Da hast du ein bisschen was verhindert. Aber wenn er innen schon angerostet war und es wurde nicht beseitigt, dann wurde es absolut kunstfrei worden. Also gab es das, dass Trabis produziert wurden, die innen angerostet waren? Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht gesehen. Wenn wir, da war alles zu. Wir hatten ja eine Bodenschweißstraße und die Rathäuser waren natürlich auch noch ein Mangel. Also Rathäuser waren ersatzteilmäßig auch sehr schlecht zu bekommen. Später, in den 80er Jahren, haben wir dann Stücken gemacht. Diese Naht hier zwischen Kotflügel und Rathaus, da wurden Stücke produziert und da wurde in der Werkstatt nur das Stück ausgewechselt, also rausgeschnitten und das Stück eingeschweißt, damit der Rand wieder da war. Und straff war, ne? Sonst konntest du auch nicht nachschweißen. Okay. Also haben Segmente gemacht, nicht bloß am Rathaus, aber das war dann so der neueste Schrei, bloß solche Stücke, die gebracht wurden. Und konstruktionsbedingt, also um das abzuschließen, also im Prinzip der Trabi rostet überall, verstärkt am Boden, in den Rathäusern. Also, überall, wo Höheräume entstehen. Dann könnte man sich am besten so ein Endoskop nehmen, um da mal reinzuleuchten, um zu schauen, na, das würde ja schnell gehen. Also ich kann da zur Einsteigschiene hier mal noch eine Story erzählen. Ich hatte einen Kollegen, der hat einen neuen Trabi gekriegt, vielleicht 7, 8 Tage gehabt und ist in den Bach gefahren. Das weiß ich jetzt nicht warum. Da stand ein größerer Stein und der Stein hat ihn hier in eine Beule hineingedrückt, sodass er die Tür gar nicht mehr zugebracht hat. Und da wollte der die Einsteigschiene wechseln. Und das haben wir dann mal nach der Mittagsschicht, gab es bei uns Möglichkeiten da zu bleiben und das zu machen. Da haben wir das gemacht, ich mache die Einsteigschiene ab und die war der Träger innen schon total verrostet. Ich weiß jetzt nicht, ob der Bach, das Wasser, ein Grund mit war, aber es war 2, 3 Tage später. Ne? Und das Auto war aber erst 7 Tage, also vom Kauf her alt. Also ich musste da schon vor und da konnte man das deutlich sehen, was du eben mit dem Endoskop vielleicht jetzt prüfen könntest. Ne? Nur wenn du mal so ein Teil gewechselt hast, hast du das dann gesehen und da wurde das auch mit beseitigt, ne? Mit gestrichen, also entrostet. Und dann hattest du mal angerissen, konstruktionsbedingt ist eine Schwachstelle oder eine große Schwachstelle beim Trabant der Querträger. Ja. Da ist oft gerissen und da hätte stärker sein müssen. Das Blech war ja früher, das war immer mit allen, ne? Das Blech war stark, also Millimeter, wurde abgeschwächt auf 0,8, 0,75, 0,6 im Innenteil manchmal. So war es mit dem Kotflügel, da war erst, was weiß ich, 2, 3 mm stark oder noch mehr. Und dann wurde das mal 5 mm und das wurde immer gespart dann. Zum Schluss auch so, ich komme dir immer entgegen. Du hattest ja gesagt, dass wer die Möglichkeit hatte, konnte bei der Produktion mitlaufen. Und hat aber das wurde nicht gern gesehen im Betrieb. Und wenn das Leute mitgekriegt haben, also das ging schon bei den kleinen Arbeiter los. Wenn der den nicht leiten konnte, der da mitgegangen ist, weil es Abteilungsleiter war oder Ingenieur, dann ist das Auto weggekommen. Also das musste ja durch 3 Betriebe. Werk 1, Werk 3 und Werk 2. Und in der Endmontage musste dann das wieder finden. Ne? So, und das war
unterwegs weg. Also die haben da sozusagen, die sind da mitgelaufen und haben gesagt, schweiß mir mal hier noch eine Verstärkung mach mal rein. das bei uns jetzt. Und wenn sie in Werk 3 waren, dann haben die vielleicht mehr Kit dort und da mal hineingeschmiert. Ne? Und wenn das aber Arbeiter mitgekriegt haben, die hatten immer Zorn auf solche Leute, ne? Weil sie selber das ja auch nicht konnten. Das war der Antrieb. Dann ist das Auto verschwunden. Also von 100 Mann, die mitgelaufen sind, haben vielleicht 10 Mann ihr Auto gefunden im FB9. Ne? Okay. Ja gut, verständlich. Oft gelacht. Ja. In der Abteilung Blechpresserei, war also nicht der Rohbau, gab es eine Abteilung Nacharbeit. Weil, wie gesagt, ich habe es ja vorher schon gesagt, bei schlechtem Blech sehr viele Risse auftreten. Bei diesem Fenster ist hier in diesen engen Radien das ab und zu gerissen. Von hier so lang manchmal, wie meine beiden Finger hier. Ja? Und das mussten wir als Lehrlinge, war ja Klempnerarbeit, schweißen. Verschweißen. Und die Norm für die einzelnen Nacharbeiten, gab es noch viele andere, die hat der Brigadier dort selber gemacht. Da hat er gesagt, 10 Minuten für den Riss. Der musste also verschweißen, aushämmern, verschleifen und dann war das wieder okay. Konnte man als neues Teil verkaufen. Und jetzt haben wir natürlich rangekracht, 100 solche Teile gemacht, 1000 Minuten, das war so damals die Norm im Sachsen-Ring, die üblich war 200%. So 1000 Minuten gemacht und sind dann spazieren gegangen im Betrieb. Da hat auch keiner uns gefragt, wo wir waren und aufgehalten, weil nämlich, wir waren meistens 2 Lehrlinge, hat er von jedem dazu verdient. Das habe ich dann mal durch Zufall gemerkt. Die gibt er mir die Abrechnungskarten mit vom Lehrmeister. Ich gebe die dann und gucke mir durch unterwegs drauf und da stehen da 500 Minuten drauf. Und sie hat er bloß 5 Minuten gegeben statt 10 Minuten. Habe ich ihn zur Rede gestellt, sagte er, wenn ihr so schnell fertig wart, dann war das eben keine 10 Minuten, waren es bloß 5. In Wirklichkeit hat er aber 500 Minuten von mir und 500 Minuten von seinem Gesell eingesteckt und da brauchte er fast gar nicht mehr machen. Ja, die haben so 1100 Minuten, haben die so normal eingerechnet. So haben die jetzt uns Lehrlinge manchmal über den Tisch gezogen. Also das war dann so in den 1960ern sozusagen? Das war 61. 61. So, und 62, sagen wir mal, 62. Und du hattest nämlich in deiner Anmoderation einen kleinen Fehler. Ich habe 61 angefangen zu lernen bis 63. 10 Jahre Schüler gewesen, da hast du mit. Und da haben wir bis 2 Jahre gelernt. Die mit mir aus der Schule gekommen sind, die haben von 59 bis 62 gelernt. Ne? Okay. Die kein 10. Schuljahr hatten. Das müssen wir nebenbei. So, das war jetzt nur eine, da hatten wir auch. Da gab es Teile, das weiß ich gerade mal alles. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen, das anzusehen, wie es mir gefallen hat, das Video aufzunehmen. Wenn euch etwas besonders gefallen hat oder auch wenn euch mal was nicht gefallen hat, schreibt es mir bitte in den Kommentar. Über ein Abo würde ich mich wie immer ohrst freuen. Bis bald, euer Jan.